haben wir durch unsere Heizung laufend Probleme mit Kammern gehabt, da bei den Kammern einzeln große Spitzen entstehen bei der Aufheizphase. Wir hatten eine begrenzte Heizleistung von maximal 5 Megawatt zur Verfügung. Grundlegend ist bei dem Kanal der große Vorteil, dass wir eine Wärmerückgewinnung verbaut haben, der was die Restwärme von der eigentlichen Trockenkammer nutzt. Also ich würde jetzt immer irgendwas sagen, bei die 40% auf jeden Fall, was da eingespart werden kann, einfach mit der Vortrocknung. Wir sind am Standort Rohrbach an der Lafnitz, der Rubner Holzindustrie. Wir produzieren dort als Kernprodukt festigkeitssortierte Leimbinder, Lamellen für den Ingenieurholzbau. Wir haben eine Link-Profiler Zerspaner-Linie mit Nachschnittanlage MKV und im Vorschnitt eine VS80 mit Besäumanlage. Wir haben schon für die Hauptware 2 Durchlauftrockner gehabt und haben da eben schon die Erfahrungen sammeln können. Und der erste Durchlauftrockner von Mühlböck ist auf einen speziellen Seitenwarenkanal geworden, wo wir unsere 23er und 34er Seitenware trocknen. Eben mit der Vortrocknung, um die Energie, die was begrenzt zur Verfügung gewesen ist, eben dementsprechend auszunutzen. Da bei den Kammern einzeln große Spitzen entstehen bei der Aufheizphase, da mehr oder weniger wir die Kammer ausräumen müssen und wieder einräumen und die Kammer komplett auskühlt. Und das passiert beim Kanal dahingegen eben nicht, weil der Wechselvorgang von einem Waggon zum nächsten dauert ungefähr 3 bis 5 Minuten, je nachdem. Und dadurch entsteht keine starke Abkühlung. Der erste Punkt war einfach das mit der Energieeffizienz, mit der Vortrocknung, speziell bei der Seitenware. Wir kommen da mit sehr hohen Anfangsfeuchten aus der Seitenware raus, wo einfach dieser Prozess einfach für die Seitenware aus unserer Sicht ideal gewesen ist in der Entscheidung. Grundlegend ist bei dem Kanal der große Vorteil, dass wir eine Wärmerückgewinnung verbaut haben, der was die Restwärme von der eigentlichen Trockenkammer nutzt und die in die Vortrocknung drückt. Das ist mehr oder weniger die Stapel, die was darauf warten, in die Trocknung zu kommen, werden bereits erwärmt bzw. leicht getrocknet. Vor der Vortrocknung ist einmal der Aufgabepuffer, wo die frischen Pakete quasi auf die Waggons aufgesetzt werden, kommen danach in die Vortrocknzone. Vortrocknzone wird die Frischluft angesaugt und mit der Abluft von der Trockenzone quasi vorgewärmt und die frische, angesaugte Luft einmal durch die Pakete durchtransportiert und so passiert im Prinzip die Vortrocknung, was natürlich enorm energieeffizient ist, weil man keine zusätzliche thermische Energie dort einsetzen muss. Durch die Vortrocknung passiert einfach Homogenisierung der Eingangsfeuchte, was danach erst die Pakete quasi in den beheizten Trocknungsbereich in die Zone 1 reinkommt. Sprich, die Tore beim Kanal gehen auf, das Transportsystem wird weitergetaktet und geht in die Haupttrocknung rein. In der Haupttrocknung, wie der Name schon sagt, passiert die normale Umlufttrocknung, geht danach weiter in die Nachtrocknung. Grundlegend brauche ich am Tag nur einmal drauf schauen, je nachdem wie natürlich die Heizung, die Energie, die regelmäßig oder gleichmäßig kommt, ist es mehr oder weniger ein Durchlaufposten, der was eigentlich ohne Probleme bzw. ohne mein Einwirken 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche funktioniert. Wir sind jetzt in der Einschnittkapazität schon gewachsen. Wir haben einfach in der Trocknung noch Aufholbedarf gehabt und wollten da für unsere Schwesterbetriebe einfach auf 100% trockene Ware hinkommen, dass wir das anbieten können. Ja, das Projekt war für uns auf jeden Fall erfolgreich. Wir haben aus dem Grund auch 2 Jahre drauf bereits einen zweiten baugleichen Trockenkanal wieder umgesetzt, was auch wieder speziell für Seitenware ist und sind für das Produkt einfach
durchaus zufrieden und mit energieeffizient einfach höchst erfolgreich mit dem Produkt.